Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kerbal Space Program 2, wo wir im nächsten Schritt des Tutorials jetzt möglicherweise lernen, wie wir denn wirklich vernünftig die Orbits erweitern und vielleicht auch zu einem anderen Himmelskörper kommen. Genau, Beyond Kerbin, das klingt doch schon mal gut. Schauen wir mal auf der Map. Da sehen wir schon mal hier, die kriegen einen viel runderen Orbit hin als ich. Und ja, wir müssen jetzt in die Prograde gehen. Und wieso brennt denn jetzt hier genau dazu? Naja, ist egal. So, und da sehen wir schon, wird größer. Erwartetes Ergebnis. Cut the throttle. If you overdo it, you'll leave nice. That maneuver raised our orbit on the other side of Kerbin. Wo war das denn? So we will enter high orbit there. Waiting to reach a specific point can be as eventful as watching the neon stripes on your rover dry. The paint job will be worth it, but isn't it better to Was rush to the end? erzählt die denn da eigentlich? To the good stuff using a time warp. Like I said earlier, the highest point of our orbit is called the apoapsis. Und wir sollten es immer am höchsten Punkt machen, weil das wahrscheinlich am energieeffizientesten ist, ne? By default, your camera is focused on your vessel. So if you can't see either of these points, adjust your camera. Scroll the middle mouse wheel to zoom in and out. Double-click an object to center your camera on it. Excellent! You can time warp to any position on your trajectory by selecting a point on your vehicle's current path. Okay. And then selecting time warp to point. Na, das hatten wir ja schon. So. Now you're way up in the sky, so high that if you circularize your orbit now, you'll be in high orbit. Wow, the black starry void looks so small from here. High Orbit. Na gut. Nicht ganz der Weg, den ich jetzt dachte, dass dieses Tutorial geht. Aber wir gucken mal, vielleicht das nächste jetzt. Ui, und dann könnt ihr schon mal in die Kommentare schreiben, was wir dann alles ist. Okay, jetzt reden wir über Strom. Natürlich. Habe ich erwartet. Klar. Ja, also wir brauchen Electric Charge, den wir speichern und den wir natürlich auch aufladen müssen. Und wir brauchen einen Weg, um unsere Batterien voll zu haben. Dafür gibt es Solarpanel. Und hier haben wir welche ausgerüstet. Die Frage ist, was... Genau, das hier sind die Solarpanel und das sind die Batterien. Also hier wäre ein Energiespeicher quasi, ne? Und die müssen wir jetzt deployen. Just kidding. There's a handy button that opens all of them with a single click. Ah, guck mal hier, habe ich ja gar nicht. Oh, wie gut. Warte mal. Guck mal, das wieder. Guck mal. So. Solar. Great. The solar panels are now extended. Light tracking solar panels only rotate on one axis. So we may need to reorient our ship to point them fully at the sun. Let's make sure the panels are getting direct sunlight by rolling our ship a little bit. Die Frage ist aber, dann müsste das ja so sein, ne? Excellent. The solar panels are soaking up all of those sweet photons and giving our rocket some much-needed EC. You can see the status of any solar panel within the part manager. Hier haben wir den Teile-Manager. You can either access the app directly by clicking the app und da sehen wir es Extended, Stellar Exposure, oh cool. Energy Flow. Aber den Status der Batterie können wir nicht sehen. Okay. Na, kommt vielleicht noch. Wie gesagt, es ist der Early Access. Getting EC is one thing, and storing it is another. Most command pods have a small battery, but many missions will call for additional EC storage. Wird auch wieder spannend, ne? So ein bisschen abzuschätzen, wie viel Strom brauchen wir, wie lange und so weiter. Also gut. Interessant ist, dass die dann beide einfahren, wenn wir das bei einem sagen. Aber gut, ja, gut. Jetzt würde ich aber wirklich gerne lernen, wie wir denn einen Fluchtorbit erreichen, bitte. Wenn wir hier schon bei Wunschäußerungen sind. At some point, the crew will run out of snacks. Did you know a Kerbal is 99.9% more likely to crash when hungry? That's when it's time to head back down to Kerbin. Remember how we burned prograde to raise our Also jetzt müssen wir natürlich gern retrograde. burn in the
brennen. Also machen wir wieder hier die Control ein, drehen das ganze Ding einmal um und brennen, damit wir hier wieder zur Atmosphäre zurückfallen. Das heißt, wir bremsen jetzt, dadurch wird das langsamer und kracht dann rein. Genau so wollen wir es. Ist natürlich eine Energieverschwendung, ne? Eine Fuelverschwendung. Alles, was nicht die Geschwindigkeit erhöht, sondern man bremsen muss, ist immer schlecht. Process of crashing without dying is called landing. So, discard the engine by staging the rocket. So, gucken wir uns mal hier an. Also, zack. Great. We're on our way down and our heat shield is exposed. Have you ever wondered what a marshmallow feels like when it catches on fire? You're about to find out. Ist das hier das Heat Shield? Kann man das sehen? Mal. Soll es wahrscheinlich sein, ne? Ich habe wieder auf Replay geklickt, das war natürlich wieder falsch. Es tut mir leid, es tut mir leid. Das ist, man sollte vielleicht die Knöpfe, die man anklickt, vorher lesen. Es sei denn, es ist einfach ein großer roter Button. Den sollte man immer einfach klicken. Das ist eine tolle Idee. So, wir gehen kurz zurück ins Spiel. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir eine Mission, beziehungsweise ob wir die Trainingsmission nochmal durchgehen können, hinsichtlich Orbitaltransfer, genau. Das ist genau das, was ich suche. Perfekt. Denn wir wollen ja versuchen, jetzt da wirklich mal zum Mond in die Nähe zu kommen. Und dann müssen wir uns überlegen, wie kriegen wir das hin, dass wir da auch wieder mal landen können. Was sagt mir eigentlich mein Kaffee? If you get moving fast enough, your orbit may cross the orbit of some other object, like a moon or a planet. The closest celestial body to Kerbin is the Mun. Jawohl. If you're looking for somewhere else to fly a rocket, the Mun is a good choice. The real trick to getting there is timing your departure so that the Mun captures your vehicle at its highest point. Ja, genau, sonst guckt man nämlich nur vorbei und das war's dann. Und dann muss man ganz viel Papierkram machen. As your vessel approaches the Mun, it enters a zone in which the Mun's gravitational influence on your orbit is stronger than Kerbin's. This zone is called the Mun's sphere of influence. Genau, also wenn wir da very quickly to escape Kerbin's gravity, much too fast for the Mun's low gravity to capture you. If you don't slow down, your vehicle will speed past the Mun and be flung farther into space. Ah, genau, wir müssen da abbremsen. Remember what I said about paperwork? Once you're in the Mun's Damit gravity well, the best der way to genug slow down Zeit is to fire your engines backwards und until Kraft your hat, trajectory uns becomes a anzuziehen. nice, Da sehen stable orbit. wir's. Okay. Now you're a moon of the Mun. Das stimmt, eigentlich ein Satellit des Mondes, wenn man es genau nimmt, ne? So, lernen wir jetzt, wie wir das machen. Und dann würde ich sagen, rufe ich bei der ESA und sage, Leute, ich habe die Tutorials geschaut, ich kann jetzt eine Rakete fliegen und dann nehmen die mich bestimmt sofort auf. The mission today is to, drumroll please, intercept and orbit the Mun. Sehr gut, kriegen wir hin. We're going to create a maneuver plan. Great. Now here's a new trick. We can select any object as a target in map view. Targeting gives us useful information and enables new tools. Right now, our camera is following our vessel as it orbits Kerbin. Let's adjust our camera until we can see the Mun. Then, right-click. We want to place this maneuver plan with two things. So, jetzt müssen wir überlegen, was brauchen wir? Unsere Geschwindigkeit, die wir haben. Wo ist das Objekt am Ende? Instead, we have to aim where the Mun will be after our view. Second, remember how increasing velocity raises the opposite side of our Genau, orbit? das heißt, wir müssen... Since we're placing this maneuver plan where we intend to start our burn, we should place it on the opposite side of Kerbin from where we intend to intercept the Mun. Also wenn wir jetzt annehmen, wir würden den Mond hier intercepten, müssten wir hier den starten, ne? Placing a maneuver guck plan mal. usually involves making a best guess and then fiddle. Excellent. We've just created a maneuver plan. While we could find out if our departure timing is correct by just picking a direction and maxing the throttle, a maneuver plan tells us in advance how much grab and pull the arrows to plan a burn along that direction. This maneuver is pretty simple. We want to burn prograde and Dann ziehen expand wir our erstmal wieder orbit. groß. Man kann es übrigens auch gedrückt lassen, rüberziehen und dann machen es wieder kleiner. Ne? Das ist schon ziemlich cool. Huch. Nice.
That maneuver event towards the end of your trajectory is exactly what we're looking for. It tells that if a maneuver looks right, but we're not getting the intercept we expect, we can change the starting position of the maneuver by grabbing and dragging the middle of the maneuver plan along our orbit. Den hier? It's very common to refine a maneuver plan by adjusting both the position of the maneuver and the direction of the planned burn. Den hier. Huch. Oh. Ist jetzt noch gut? Ah, das ist aber sehr geduldig. Okay. If we don't want to maneuver at all, we can delete the plan, either by right-clicking the gizmo and selecting delete, or through the burn timer. Glaube ich nicht, ne? Wie haben wir das eigentlich hingekriegt, dass wir an dieser Position sind im Weltraum? Wir haben eine komplette Stage und 100% Fuel drin. Na. Gestaged sozusagen, verstehst du? Wegen Stage und... Ja. Gut. Und jetzt machen wir das mal, oder was? Dann schauen wir mal. Ja, und von euch würde ich natürlich gerne in den Kommentaren wissen, wie findet ihr das Tutorial? Das Problem ist, es gibt das andere Gameplay noch nicht, ne? Also das Erkunden und so, was eigentlich dann so für so Videos richtig cool wäre. So. Da sehen wir den Planer, genau. I've paused the simulation. The timer also tells us how long we'll need to burn our engines at 100% throttle in order to complete the maneuver. Now let's take a look at the nav ball. A new marker has joined our old prograde and retrograde markers. Das ist der hier. This is called a maneuver marker, and Den it haben wir shows schon us the verwendet. orientation of our planned maneuver. Now your vehicle is properly oriented. While we could rely on our reflexes to time departure wir burn, dahin. here we come. Great! We've exited just before our maneuver burn, and I've paused this. Okay, get So, ready noch to 30 hit the Sekunden. throttle. Gucken wir, ob wir das jetzt besser hinkriegen als alleine. Bin gespannt. Ja, so kriegen wir auch unsere Sendezeit rum. Ich weiß gar nicht, ob ich es wusste, aber im Fernsehen ist so eine Sendezeit richtig teuer, ne? Und wir machen das hier einfach. Ne? Einfach mal 20 Sekunden, wo nichts passiert. Warum nicht? Das ist das neue YouTube, Leute. Auf anderen Plattformen ist dein ganzes Video schon rum in der Zeit. So. Watch the burn timer. We want to stop our burn once it reaches 0. Ich finde es auch witzig, dass hier dann, ne, das so eine Art Digitalanzeige oder, ne, das das fühlt sich so LCD an. Also Retro-Dings. Wie heißt ich? Ja, du weißt, was ich meine, oder? Natürlich. Das ist ja völlig unverwirrend, was ich hier vor mir gebe. Und wir sehen, wie das wächst. Sehr gut. Die Frage ist... Everything's looking great work. You've successfully executed a maneuver, and now we're on our way to the Mun. So. Eins gibt's noch. Jetzt bin ich mal gespannt. Vielleicht Mondlandung jetzt schon? Ich glaube nicht. Aber ich würde jetzt gerne noch wissen, weil es waren ja nur 4 Missionen, wie können wir da eingesammelt werden? Retrograde reinbrennen, ja. Map. Kennen wir. Okay, das geht also wirklich nur in der Sphere of Influence. Okay, das habe ich nämlich schon vermutet, aber wir hätten wahrscheinlich wirklich nicht genug Sprit gehabt, um da Retrograde zu burnen. Nicht Burnham, das ist wieder was anderes. So. Welcome to the Mun Sphere of Influence. Did you notice that we've got a periapsis above the Mun, but no apoapsis? That's because we're going too fast to complete an orbit before sailing Ja, wir sind past jetzt the zu schnell, würden dran vorbeifliegen. Don't worry. Remember the rule of orbital opposites. Because we want to lower... In order to reduce our apoapsis, we need to slow down by burning backwards, or... Maneuver plan set. Next up, let's make sure we're pointed where we need to be. So, dann
Manöverpunkt wieder. Stimmt, wir sind ja noch gar nicht im Orbit. Ich frage mich ja dann auch, ob weitere Touristen noch kommen, ne? Also zum Thema Landefähren und so weiter. Das ist ja jetzt auch noch so eine ganze Geschichte. Und wir haben wieder... Nee, wir haben noch einen Restsprit. Ah, diesmal ist es ein bisschen glaubwürdiger. Sehr gut. Und wieder zugehört hier. Zack. Hä? Ja, so. 3. Shut the engines now. We have an orbit. Fantastic. That was some fancy flying. Looks to me like you're about ready to try this for real. Gut. Ja, damit haben wir die ganzen Tutorials durch. Ich würde jetzt noch mal gerne eine kleine Blödsinnsaktion machen. Und zwar würde ich gerne mal was probieren. Wir sind ja eh gerade hier. Lass uns mal zurück ins... wo ist denn das? Wie kommen wir hier wieder weg? Fragezeichen. So. Immer gucken, ob man jetzt einfach so hier mit diesem Rover rumfahren kann. Und dann bin ich sehr gespannt, was ihr dann in die Kommentare schreibt, wie wir hier fortfahren sollen. Ich bin auch gespannt, wann angekündigt wird, wann Science und so kommt. Da bin ich auf jeden Fall wieder dabei. Also erinnert euch auch bitte daran. Das könnt ihr gerne tun. Können wir das hier nutzen? Das ist die Frage. Runway, okay. Ah, okay. So, nu? Ich kann es steuern. Das hat sogar Raketenantrieb. Ach du... Nee. Oje. Oje. Ah, das ist eigentlich cool, ne? Ja. Ich wollte gerade sagen, ist sehr stabil. Oh ja. Das, ja. Aber wir haben noch ein anderes Gerät, was wir probieren wollen. Und zwar... warte mal, hier. Hier. Launchpad? Hä? Wie Launchpad? Hä? Es geht doch gar nicht. Ja. Das hätte ich euch vorher sagen können. Der freut sich auch noch. Nee. Wieso denn Launchpad? Kann ich das anders auswählen? Das soll ja auf dem Runway starten, ne? Auf der Runway. So. Kann man wirklich auswählen. Gut. So wichtig ist jetzt erstmal beschleunigen lassen. Das wissen wir schon. Weil wenn wir das nicht machen und zu früh versuchen abzuheben, dann gibt es einen Crash. Wenn wir es zu spät machen, allerdings auch. Ja! So, mal, können wir jetzt hier... Ey, das ist ja cool. Wir können das Landing Gear einfahren. Ich habe das nie probiert im alten Kerbal Space. Das Problem ist, wir müssen wieder runter. Irgendwann.
Weil die Steuerung ist gewöhnungsbedürftig. Also das reagiert halt legit gar nicht, weil wir zu geringe Rudder haben hier oben. So, ich versuche mal zu landen. Das habe ich ja schon mal hingekriegt, ne? Ihr erinnert euch das richtig gute Notlandungsvideo. Also das ist auch ein Projekt, das wirklich Spaß gemacht hat. Und ich freue mich wirklich, dass solche Sachen auf meinem Kanal auch funktionieren, weil wir immer ehrlich zu euch sind. Und das wird sich auch nie ändern. Okay, das ich kriege nicht mehr hoch. Also den Flieger. Das will ich jetzt aber hinkriegen. Mein Ehrgeiz ist geweckt. So, jetzt müssen wir dann irgendwie... Halt! Nein! Rüber! Nein! Kollege! Da ist die... Hallo! Oh. Nein! Nein, 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 nein! Es ging nicht mehr. Okay. Leute, wir werden auf jeden Fall... das war jetzt eine... Wie war das noch? Eine Crash-Landung, die nicht zu schnell erfolgt ist. Eine normale Landung. Ja, das war keine. Vielen Dank fürs Zuschauen, für euer tolles Feedback. Nehme ich mal an in den ersten 4 Folgen. Und ja, dann schauen wir mal, wie das weitergeht. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Hier bei Kerbal Space 2.